Hallihallo! Guten Morgen! Heute geht's von Tröpolach über den Nassfeldpass in Richtung Italien, dann Slowenien und dann ins Sotschertal erstmal nach Trenta, um dann wieder zurückzufahren nach Koparit, wo ich die nächsten Tage verbringen werde und mir die schöne slowenische Bergwelt anschauen werde. Der Nassfeldpass bei herrlichem Wetter. Der Pass liegt übrigens auf 1530 Meter. Jetzt sind wir gleich auf der italienischen Seite. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal erwähnen, dass ich diese Freiheit, einfach über Grenzen hinwegzufahren, wirklich genieße. Meine 450 MT habe ich ja auch Europa getauft. Warum? Weil ich damit Europa erkunden will, ohne Passkontrolle und Drama. Dank Schengen düse ich von Kärnten nach Friaul, von Slowenien nach Kroatien und alles wieder zurück, ganz ohne Papierkram. Und mit dem Euro im Tankrucksack muss ich nicht mal Geld wechseln. Für mich ist das Freiheit auf zwei Rädern. Europa war ja auch eine Göttin. Sie ist ein Symbol für die Begegnung zwischen Kulturen, daher trägt unser Kontinent ja auch ihren Namen. Und für mich steht Europa für Verbindung, Vielfalt, Austausch und Mobilität. Also Helm auf, Grenzen überschreiten und durch Europa rollen. Die italienische Seite vom Nassfeldpass ist auch echt wunderschön. Durch die Julischen Alpen geht's nach Slowenien. Welcome to Slovenia! Ich hatte noch überlegt, den Mangatzattel ganz in der Nähe zu fahren, aber es zieht mich irgendwie ins Sotschertal. Und ich komme in diese Ecke sicherlich noch mehrmals zurück, da es echt wunderschön ist. Jetzt sind wir im Sotschertal. Der Fluss mit der schönen Farbe. Ja, auf der Straße hier ist natürlich einiges los. Dieses Tal wollen natürlich viele hoch und runter fahren. Wanderer sind unterwegs, auch ein paar Wohnmobile. Aber ich fahre das Tal nach Norden bis nach Trenta und dort suche ich mir irgendwo am Fluss ein schönes Plätzchen, um Mittag zu machen. Kurz vor Trenta habe ich ein schönes Plätzchen gefunden. Die Sotscha sieht aus, als hätte Mutter Natur einen Instagram-Filter erfunden. Aber das ist echte Physik. Kalk, Licht und ein paar Algen. Fertig ist das türkisgrüne Wunder. Die magische Farbe der Sotscha ist gar kein Photoshop-Trick und ich habe hier auch nichts am Video geschraubt, sondern physikalisch-biologisches Phänomen. Zum einen hast du feinste Kalkpartikel im Wasser, die das kurzwellige Licht streuen, ähnlich wie beim blauen Himmel, und Grünalgen, die die grünlichen Nuancen beisteuern. Und je nach Licht, Wetter und Jahreszeit kann die Farbe zwischen Smaragdgrün und Türkisblau wechseln. Angekommen in Koparit bin ich nochmal zur Napoleonbrücke spaziert. Der hat die zwar nicht gebaut, aber man sagt, er sei mit seinen Truppen drüber gelaufen. Hier sehen wir jetzt auch wegen dem Licht das Türkisblau der Sotscha. Im nächsten Video geht es zum nächsten Highlight in Slowenien, die Höhlen von Postojna. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und abonniert den Kanal.